Wir essen jetzt Goma-Tofu hier in Koyasan und hier gibt es einen kleinen Brunnen, wo man direkt hier Wasser trinken kann. Und gestern hatten wir schon Goma-Tofu beim Abendessen und es ist ein Tofu, das einfach auf der Zunge zerschmilzt und es ist einfach so lecker und so cremig und wir sind so froh, dass wir dem gerade über den Weg gelaufen sind. Schaut euch nur, das ist Goma-Tofu und es zerläuft auf der Zunge. Das ist mit Wasabi und das ist mit Zucker und das ist noch eine kleine süße Soße mit Zucker, glaube ich. Nee, das ist Tee. Ah, dann ist es Tee, weißer Tee. Ja. Und wir haben hier auch einen Tofu-Stempel bekommen. Richtig süß. Und jetzt lassen wir uns den Tofu auf den Zunge zergehen. Please steer well. Hi. And inside this drink contains mochi. Hi. Inside this drink. Ah. And please drink through with Okay. this straw. はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Jetzt sind die Reiskuchen, die wir die ganze Zeit essen. Und da ist Sesam, oder? Drin. Mit Passion Fruit. Das hier ist es mit Passion. Das ist Goma-Tofu. Absolut speziell. Das ist cremiger als jeder cremige Käse, den ich jemals gegessen habe. Und das ist mit Wasabi und Sojasauce hier unten drunter. Guck nur, wie der Löffel da so durchgeht. Wow, wie cremig. Wir laufen jetzt Richtung Danjo Garan Komplex. Da sind noch große Tempel, eine Pagoda, es ist super beeindruckend. Aber zuerst erzählt euch Jonathan noch kurz, was er in dem Haupttempel noch gesehen hat und ja, aufgenommen hat. Also man kann ja leider nicht da drin Fotos oder Videos machen, aber es gibt ganz viele tolle Räume, in denen die Türen bemalt sind mit der Geschichte von Kobayashi. Kobodaishi. Und genau, die stammen aus unterschiedlichen Epochen und sind von unterschiedlichen KünstlerInnen gemacht worden. Einige sind ultra alt, mehrere 100 oder sogar 1000 vielleicht sogar. Also hier ist er vor 1200 Jahren gegründet worden. Und es gibt auch einen Tempel, den Frauen betreten durften. Aber insgesamt durften auch erst ab 830 oder 827, wenn ich mich ganz genau erinnere, Frauen überhaupt nach Koyasan kommen. Also wahrscheinlich waren es alle Künstler. Alle waren Künstler. Schön, dass du genderst, aber ich glaube, es waren wahrscheinlich alles in der Männer. damaligen Zeit. Naja, vielleicht waren das dann auch so Geschichten wie, die lassen das von den Frauen malen und verkaufen es dann unter ihrem eigenen Namen oder so. Ja, wissen wir jetzt nicht. Das also wissen wir nicht. Vielleicht, ja, Frauen Und haben ja immer eine Rolle gespielt, aber oft wird ja auch die Rolle von Frauen in der Geschichte ein bisschen verkleinert oder auch verschwindet. genau. Ja. Auf jeden Fall erzählen die Bilder die Geschichte von ihm, wie er nach China reist und wie er wieder zurückkommt und dann auch den Ort Koyasan findet. Dabei erscheinen ihm zwei Götter, eine Göttin und ein Gott. Und die schicken einen weißen und einen schwarzen Hund vorbei, um ihm zu signalisieren, dass das ja also der beste Ort ist, um diese Tempel hier zu errichten. Ja. Und noch ganz viele Schritte im Verlauf seiner gigantischen Karriere sind da verbrieft. Das ist die erste Pagoda in Danjo Garan. Und was wollte ich noch sagen? Die kleine Pagoda. Da ist eine kleinere. Ich glaube, das ist keine Pagoda, das ist ein Tempel. Die Pagoda ist immer so gebaut. So wie die da. So wie diese riesige da vorne. Ah ja, genau. Koyasan ist auf einem Plateau gebaut. Und deswegen passen hier so gut so viele Tempel hin. Und auch ein riesiger Friedhof, der super heilig ist. Wo wir wahrscheinlich es erst morgen hinschaffen. Und hier sind über 100 Tempel und religiöse Gebäude.
Und ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie unser Tempel heißt. Das ist, glaube ich, Jofuku-in, weil er hat unterschiedliche Namen und wir wussten nicht so genau, wie heißt jetzt der Tempel, in dem wir schlafen. Das ist Jofuku-in und der hat ja auch eine große Pagoda, die auch ein Oktagon ist, also nicht nur ein Viereck, sondern 8 Seiten hat. Ja, und ja, dieser Ort ist praktisch mitten im Wald, aber es gibt auch ganz normal eine Grundschule und eine Highschool und sogar eine University, also eine Universität hier. Ja, hier ist noch ein religiöses Gebäude auf dieser Seite. Und hier kommt eines der beeindruckendsten, glaube ich, hier in Chorasan ist diese Pagoda, die auch gerade offene Tore hat. Und die ist einfach riesig. Also die Kamera wird dem 100% nicht gerecht. Das ist einfach richtig groß und breit und imposant. Es ist vielleicht nicht besonders hoch, aber ja, weil es ein Stockwerk hat, aber es ist einfach gigantisch, oder? Der Kobodaishi hat auf jeden Fall noch zu Lebzeiten die Erleuchtung erhalten, im Alter von 62 Jahren. Und im Shingon-Buddhismus wird auch geglaubt, dass man die Erleuchtung in dem gegenwärtigen Körper erreichen kann. 50 Meter hoch ist es. 50 Meter? Ja, wenn man dem Flyer glaubt, dann hat Shingon-Buddhismus 10 Millionen Anhänger und... Ist auf der ganzen Welt verbreitet. Nee, nicht wirklich. Ist auf jeden Fall ein bisschen verbreitet auf der Welt, aber nicht auf der ganzen Welt. Also in dem Haupttempel war eine Karte, aber es ist nicht auf der ganzen Welt verbreitet. Und auf mehreren Kontinenten auf jeden Fall. Eine Pagoda ist ein religiöses Gebäude, die zum Beispiel zum Beten verwendet werden kann, aber auch als Grabmal oder Grabstätte verwendet werden kann. In dieser Pagoda, wie in den meisten Tempeln hier, darf man nicht filmen und auch nicht fotografieren. In dieser Pagoda sind 5 Buddha-Statuen drin, die mindestens 2 oder 3 Meter hoch sind und so vergoldet sind. Und es sind auch einige Säulen in dem Gebäude, das das Gebäude auch irgendwie zusammenhält, nehme ich an. Und auf jeder dieser Säule ist ein Buddha gemalt dargestellt. Es ist also ein hochreligiöser Ort und sehr, sehr interessant zu besichtigen. Hierher kommen auch immer noch sehr, sehr viele Pilger, die eben Gläubiger sind vom Shingon-Buddhismus. Und jetzt laufen wir noch eine Runde um den Gebetstempel und das ist ziemlich witzig, also schau dir das an. legt er einen Stein zur Seite, damit er weiß, wie viele Gongs er schon gemacht hat. Deswegen
Ah, schon. Wir müssen bald Mittagessen. Auf jeden Fall ein angenehmeres Bon als Kirchenglockenläuten. Oh ja, Kirchenglocken. Das ist so voll beruhigend. Und die Kirchenglocken können ganz schön nerven. Ja, als wir im Schwarzwald gelebt haben, da haben die Kirchenglocken von der Kathedrale, glaube ich, die ganze Nacht immer geläutet. Und meine Mutter ist immer wach geworden davon, weil die alle 15 Minuten geläutet hat. Auch nachts. Und die ist immer wach davon geworden, die konnte nicht durchschlafen. Ja, das ist ja wichtig zu wissen, ob es Viertel vor oder Viertel nach ist. Viertel vor oder Viertel nach Hexenstunde. Ist schon wichtig zu wissen. Ja, wir verlassen auf jeden Fall jetzt Danjo Garan. Das ist das große Tor zu diesem Komplex. Und hier scheinen auch viele Schulklassen zu kommen und natürlich auch Touristengruppen und Pilger. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort. Und ich glaube, ein Wochenende reicht nicht, um sich das alles anzugucken. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr schön, dass wir ein Wochenende hier verbringen können. Heute ist unser letzter Tag in Koh Yasan und wir sind in Okuno-In. Das ist der heilige Friedhof von den Shingon-Buddhisten. Hier sind aber nicht nur Shingon-Buddhisten begraben, sondern auch Krieger zum Beispiel, Soldaten, Samurais, auch eine buddhistische Shingon-Nonne haben wir gesehen, ein Grab. Und es ist ganz schön besonders hier, die Atmosphäre. Es ist einfach nur magisch und es gibt ganz viel Moos. Es gibt ganz viel Moos, alles ist nass und es gibt sehr viele unterschiedliche Moosarten auch. Hier gibt es zum Beispiel Filmy Ferns und Kissenmoose, Sternmoose. Hier Diese ist eine Ecke. wahnsinnige Stelle von Filmy Ferns und Farnmoosen, die sehr, sehr schön sind. Anscheinend läuft hier immer das Wasser runter. Und deswegen ist hier so ein richtig schöner Badge. Das sieht ganz toll aus. Und hier ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Kissenmoos. Das ist das fühlt sich sehr weich an. Und alles ist voll damit. Das ist sieht richtig verwunschen aus, richtig dick auf allen Oberflächen. Ist einfach alles voller Moos und Farnen. Ja, es gibt sehr viele Grabsteine in unterschiedlichen Größen und auch riesige Bäume. Jetzt regnet es gerade nicht mehr, aber als wir hergekommen sind, hat es noch ziemlich doll geregnet. Und am Ende von diesem Weg, wir laufen nämlich gerade zurück, ist das Mausoleum von Kobodaishi. Und Kobodaishi ist der Master von Shingon-Buddhismus, der 1816 hier das Dorf gegründet hat und ja, Shingon-Buddhismus in Japan verbreitet hat. Am Ende war eben dieser Tempel und dahinter das Grab von Kobodaishi. Dort darf man aber nicht filmen und keine Fotos machen. Wir haben nur von weitem so ein Foto gemacht. Deswegen erzählen wir einfach davon. Und ja, wir haben da Räucherstäbchen angemacht und eine Kerze. Und da drin war gerade ein Mönch, der gebetet hat. Und auch sehr viele Gläubige, die dann da saßen und ja, sich die Predigt angehört haben. Und man glaubt, dass der Kobodaishi noch immer da hinten lebendig in seinem Grab liegt und meditiert. Also seit über 1000 Jahren. Außerdem gibt es da auch 2 große Lampen, die brennen und angeblich auch seit über 1000 Jahren da vor sich hin kokeln. Also immer jemand da war, der da auf das Feuer aufgepasst hat. Ja, und Koh Yasan wurde 2004 zum Weltkulturerbe von der UNESCO ernannt. Das ist schon ganz besonders. Das wollte ich noch erwähnen. Und wir wollten noch erzählen von der Zeremonie, ja, an der wir gestern teilnehmen durften um 6:30 Uhr morgens. Ja, es war super spannend. Es gab auf jeden Fall einen Mönch, der sich auf das Altar gesetzt hat vorne und direkt zum Buddha hin gebetet hat. Und dann rechts und links jeweils nochmal ein Mönch. Und diese 2 Mönche, die rechts und links saßen, die haben sich auch die ganze Zeit um uns gekümmert, also Essen gebracht und Betten gemacht und die Rezeption gemacht. Ein Teil der Predigt hat auf jeden Fall auf Japanisch stattgefunden. Da habe ich aber nur einzelne Wörter verstanden, weil die natürlich immer in so einem
Sing-Sang. Ja, in so einem Singsang und die Sprache die ganze Zeit Omen, deswegen ist es schwer zu verstehen. Und ein anderer Teil der Predigt hat auf Sanskrit nämlich stattgefunden, weil die buddhistischen Mantras originell auf Sanskrit geschrieben wurden und deswegen hat ein Teil, nehme ich an, auf Sanskrit stattgefunden, weil da habe ich nämlich gar nichts verstanden. Und das fand ich super spannend, die Töne, die die Mönche von sich geben, wenn sie beten und diese Vibrationen. Und der Raum auch in dem Tempel, in dem wir übernachten im Jofukuin-Tempel. Und ja, der Raum, wo diese Zeremonien gemacht werden, der ist auch sehr schön. Da gab es eben ganz viele Lampen und es war so dunkel und die Lampen haben nur so ein ganz leichtes Licht von sich gegeben. Der Altar war wunderschön dekoriert und am Ende hat der eine Mönch, der rechts saß und die Rezeption gemacht hat, der hat uns ein bisschen was erklärt, aber der hat ein bisschen schnell gesprochen, deswegen habe ich nur den Namen verstanden von dem Buddha, aber den habe ich schon wieder vergessen, der da sitzt. Und auch er hat gesagt, dass er sehr berühmt ist und ja, einfach über Shingon-Buddhismus ein bisschen was erzählt. Und schließlich haben wir noch herausgefunden, dass diese Pagoda, die direkt vor dem Jofuku-in steht, also vor unserem Tempel, den Burmesen bzw. Myanmar gewidmet ist. Und diese Pagoda ist ziemlich besonders, weil sie ein Oktagon ist. Und die meisten Pagodas haben eben nur 4 Wände und das ist ein Oktagon. Also hörst du den Gesang gerade? Das klingt fast identisch mit der Zeremonie. Ja, ich finde, wir haben einen super schönen Tempel erwischt. Ja. Dafür, dass wir halt umgesiedelt wurden und wir nicht so genau wussten, wo wir dann landen. War unser Tempel wirklich super ruhig. Und das ist noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, dass es eben extrem leise ist einfach hier und im Tempel auch wenn, also es ist ein bisschen hellhörig, weil in der zweiten Nacht war es dann plötzlich voll. Also heute Morgen beim Frühstück waren 20 Leute. Das ist wahrscheinlich dieses ähnliche Tofu wie gestern. Sesamsamen. Irgendein Gemüse, ich weiß nicht was. Da kommt der Reis rein. Ist das eine Kirsche oder eine Pflaume? Da ist noch ein bisschen Gemüse. Und Miso-Suppe natürlich. Und da ist der Reis. Das Frühstück hat man nämlich gemeinsam eingenommen und das Abendessen dann privat im Zimmer. Und ja, und am Tag davor waren wir, glaube ich, nur 5 beim Frühstück. Ja. Und heute waren wir 20. Das heißt, der Tempel, also das Gebäude ist aus Holz, deswegen ist es ein bisschen hellhörig. Aber insgesamt in Koyasan und wenn man abends in seinem Zimmer sitzt, ist es einfach super leise. So keine Motoren, ruhig. Einfach gar nichts. Und nur der Regen plätschert, wenn es regnet. Also man hört ja auch ganz gut von draußen rein, einfach weil die Wände ja nur aus Papier sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Schiebetüren sind ja nur mit Papier abgeklebt. Und aber insgesamt super, super ruhig. Es sei denn, jemand trampelt halt durch die Gegend. Und witzig ist auch, wenn man vielleicht auch eine Empfehlung sein Handy mitnimmt hier, dass man dann über Nacht das vielleicht auf lautlos stellt, weil wenn irgendwo in dem Gebäude ein Handy vibriert, vibriert das durch das Holz in das Zimmer rein. Aber total angenehm und eigentlich vom Komfort her, vom Komfort her eigentlich fast wie ein Hotel. Wie ein Hotel. Wir haben ja ein außer dass man sehr, Bad. sehr strenge Essenszeiten hat. Ne? Ich glaube, im Hotel ist es halt nicht so. Also dann unterscheidet sich das schon ein bisschen. Aber vom Komfort her sehr geil. Ja, stimmt. Also man muss sich schon an den japanischen Timetable halten, aber wir haben ja ein japanisches traditionelles Bad in dem Hotel.
Es ist nämlich kein Onsen, weil der Unterschied zwischen Sento und Onsen ist, dass Sento ein öffentliches Bad ist. Also in dem Fall ist es einfach ein Bad im Hotel. Und Onsen ist nämlich Quellwasser, wie wir in Kinosaki hatten. Das ist wirklich echtes Quellwasser, also wie ein Thermalbad. Wir stricken also immer noch Socken und ich finde, Stricken ist ein passendes Thema zu Buddhismus und Meditation, weil wir ja alle wissen, dass Stricken meditativ ist und eine entspannende Wirkung und angenehme Wirkung auf das Gehirn hat, genauso wie Meditation. Natürlich ist Meditation ein bisschen anders, als jetzt wirklich eine Religion zu praktizieren und Qigong-Buddhismus zu praktizieren, aber ja, Gemeinsamkeiten kann man da auf jeden Fall finden. Und es hat großen Spaß gemacht, hier in Koyasan 2 Tage sich mit Qigong-Buddhismus auseinanderzusetzen und vor allem die Natur hier kennenzulernen und ja, die Kultur hier kennenzulernen, die ganzen Tempel zu sehen. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis und wir hatten wirklich einen ganz tollen Tempel. Wir sind froh, dass wir da gelandet sind und ja, schöner hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Ja, es hat auch einen Tag richtig die Sonne geschienen und heute regnet es, also haben wir auch beide schöne Seiten von dem Ort kennenlernen können. Und ja, ich finde auch, Stricken ist meditativ. Ich denke, das ist so, wenn man nur meditiert und sich nur auf seine Gedanken konzentriert, dann hat man einen gewissen Fokus auf etwas, was gerade passiert. Und bei der Meditation geht es ja darum, sich immer wieder neu auf den Gedanken oder das Atmen zum Beispiel zu konzentrieren. Und ich finde, beim Stricken ist das ganz ähnlich. Wenn ich stricke, dann gehen meine Gedanken irgendwo hin. Und aber immer, wenn ich mich zurück auf das Stricken fokussiere, dann bin ich wieder im Moment. Und ich finde, da hat man schon eine gewisse Gemeinsamkeit. Sehr meditativ. Ja, und schließlich haben wir uns beide so einen japanischen Anzug gekauft. Das nennt man Samue. Das ist so ein Zweiteiler. Und das ist eigentlich Arbeitskleidung für Mönche. Aber ich finde diese Teile so praktisch und so super bequem. Und ich kann auch was Gestricktes noch da drunter tragen, so wie mein Kopf zum Beispiel. Und ja, der Pullover hat auch drunter gepasst, aber mir war ein bisschen zu warm. Und das ist ein super bequemes Teil und ich finde auch super schick. Und ja, wir haben uns jeweils eins gekauft. Und damit sind wir nicht heute jetzt durch Koyasan spaziert. Und ja, werde sicher auch in Berlin noch damit rumspazieren. Also freut euch auf mehr Videos über Japan und schön, dass ihr dabei wart. Ciao!